Es war ein gewöhnlicher Montagmorgen. Die Uhr zeigte 6:40 Uhr, als Helena vom Klingeln des alten Weckers erwachte, den sie von ihrer Großmutter geerbt hatte. Der Duft von frischem Kaffee stieg aus der Küche auf und das leise Geräusch der Dusche verriet, dass ihr Sohn Lukas sich bereits für die Schule fertig machte. Für Helena war er ihr kleines Wunder. Mit 9 Jahren war Lukas ruhig, neugierig und feinfühlig. Seine braunen Augen hatte er von ihr, aber sein Lächeln erinnerte an jemanden, den sie über Jahre hinweg zu vergessen versucht hatte. Während sie sein Pausenbrot zubereitete, hörte sie plötzlich einen Ruf aus dem Kinderzimmer. »Mama, in meinem Schuh ist was drin!« Sie lief los, dachte erst an eine Socke oder vielleicht einen Käfer. Doch als sie den blauen Turnschuh umdrehte, fiel ein sorgsam gefalteter Zettel heraus. »Wer hat das da reingetan?« fragte sie mehr sich selbst als Lukas. Das Papier war leicht vergilbt, aber nicht alt. Es war neueren Datums. Als sie es öffnete, stand dort: »Du kennst nicht die ganze Wahrheit. Frag nach, was in jener Nacht im Krankenhaus geschah.« Helenas Herz setzte einen Schlag aus. Ihre Hände wurden feucht, der Atem stockte. Diese Worte klangen wie ein Echo aus einem alten Albtraum, aus einer Vergangenheit, die sie längst begraben glaubte. Nachdem sie Lukas zur Schule gebracht hatte, lief Helena unruhig durch die Wohnung. »Welches Krankenhaus, welche Nacht?« murmelte sie immer wieder. Aber tief in ihrem Inneren wusste sie, es gab nur eine Nacht, über die sie nie wieder hatte nachdenken wollen. Vor 9 Jahren im städtischen Krankenhaus brachte sie Lukas zur Welt. Allein. Der Vater? Verschwunden, kurz nachdem sie ihm von der Schwangerschaft erzählt hatte. Und in jener Nacht geschah etwas Seltsames. Sie erinnerte sich an Schreie auf dem Flur, an nervöse Krankenschwestern, an einen Arzt, der bleich in ihr Zimmer stürzte. Doch alles war verschwommen. Damals sagte man ihr, ein Patient habe einen Anfall gehabt. Aber jetzt, dieser Zettel ließ alte Wunden aufreißen. Hatten sie belogen? Wurde Lukas vielleicht gar nicht unter normalen Umständen geboren? Am Nachmittag durchsuchte sie Lukas Ranzen, in der Hoffnung, noch einen Hinweis zu finden. Und tatsächlich, zwischen den Heften steckte eine Zeichnung. Darauf ein Mann im weißen Kittel, der ein Baby im Arm hielt. Daneben stand in Lukas Handschrift: »Der Mann im Aufzug hat gesagt, er hätte mich gerettet.« Helena wurde bleich. »Welcher Mann?« fragte sie Lukas später. »Ganz selbstverständlich«, antwortete er, »der Mann, der mir unten im Hof manchmal Bonbons gibt. Er sagt, er war im Krankenhaus, als ich geboren wurde, und dass er da was gesehen hat.« Helenas ganzer Körper verkrampfte. Jemand näherte sich ihrem Sohn, jemand, der mehr wusste, als er sollte. Und vielleicht wollte dieser jemand, dass die Wahrheit endlich ans Licht kam. Am nächsten Tag ging Helena selbst zur Schule. Sie wartete am Eingang, beobachtete alles. Als Lukas hinaus auf den Hof lief, sah sie ihn, den Mann, mittleres Alter, graues Haar, gepflegter Bart, einfacher Anzug. Er wirkte ruhig, aber traurig. Sie ging direkt auf ihn zu. »Kennen Sie meinen Sohn?« fragte sie. Der Mann sah sie an, als erkenne er sie wieder. Dann nickte er langsam. »Ja, ich war damals im Krankenhaus. Ich habe alles gesehen, was in jener Nacht geschah.« Helena spürte, wie ihr Herz raste. Der Mann sprach mit ruhiger Stimme, doch etwas in seinem Blick ließ sie erschauern, als würde er ein altes, schweres Geheimnis tragen. »Wer sind Sie?« fragte sie. »Mein Name ist Daniel. Ich war Krankenpfleger im Famiston Gabriel Krankenhaus Axia, in der Nacht, in der Ihr Sohn geboren wurde.« Ein Schauder lief ihr den Rücken hinunter. »Haben Sie den Zettel geschrieben?« »Ja«, sagte er. »Und es tut mir leid, dass ich es so machen musste. Aber ich wollte sicher sein, dass Sie zuhören würden. Diese Nacht war nicht so, wie man es Ihnen erzählte.« »Was genau ist passiert?« fragte sie mit belegter Stimme. Daniel atmete tief durch. »Ihr Baby, Ihr Sohn, sollte beinahe vertauscht werden. Ob aus Versehen oder mit Absicht, das weiß ich bis heute nicht genau. Damals gab es ein System. Babys wurden vertauscht, verkauft. Und Lukas war fast eines dieser Kinder. Nur weil ich die falsche Armbinde bemerkte, konnte ich eingreifen.« Helenas Knie wurden weich. »Man wollte meinen Sohn stehlen?« Daniel nickte. »Ich habe es verhindert. Doch danach wurde ich versetzt. Man wollte mich zum Schweigen bringen. Aber ich habe nie aufgehört, an euch zu denken. Weder an Sie noch an Lukas.« Noch in derselben Nacht ging Helena ins Krankenhaus.
Die Flure hatten sich verändert, aber der Geruch war derselbe. Auch der Kreissaal war noch da, wie eingefroren. Sie bat darum, die Geburtsakten einsehen zu dürfen. Zuerst weigerte man sich, aber sie ließ nicht locker. Und dann entdeckte sie etwas Schockierendes. 2 Einträge mit fast identischer Uhrzeit, 2 Babys, 2 ähnliche Armbandnummern. Eines davon hieß Miguel. Helenas Herz pochte bis zum Hals. Dieses Kind wurde kurz nach der Geburt für tot erklärt, sagte eine Schwester. Aber die Sterbeurkunde ist nie von einem Arzt unterzeichnet worden. Von diesem Moment an gab es kein Zurück. Helena begann alles zu recherchieren. Miguel war der Sohn einer jungen Frau namens Lucia, aus armen Verhältnissen. Niemand wusste, wo sie heute war. Daniel erzählte ihr mehr. Der Arzt, der die Vertauschung durchführen wollte, war derselbe, der sie betreute. Er wusste, dass ihr Baby gesund war. Das andere Baby war krank. Sie wollten die beiden tauschen, weil der Vater von Miguel reich war und alles unter Kontrolle hatte. Aber sie wurden zur Retterin ihres Kindes, ohne es zu wissen. »Was meinen Sie?« fragte sie. »Lukas hätte in eine andere Familie kommen sollen, aber Sie haben das verhindert.« Helena fand heraus, wer der Arzt war. Dr. Augusto Martins. Er war pensioniert, lebte aber noch in der Stadt. Sie ging zu ihm. Der alte Mann öffnete die Tür und sah sie an, als hätte er sie erwartet. »Frau Helena, ich wusste, dass Sie irgendwann kommen würden. Ich will alles wissen, die Wahrheit. Warum wollten Sie mir mein Kind nehmen?« Dr. Augusto ließ sich auf einen Stuhl sinken. »Weil ich schwach war, weil ich mich von Macht und Angst lenken ließ. Aber als ich sah, wie Sie Ihren Sohn im Arm hielten, da konnte ich es nicht tun. Ich ließ alles so, wie es sein sollte. Also, Lukas ist wirklich mein Kind? Ja, aber die Geschichte ist damit nicht vorbei.« Er öffnete eine Schublade und zog eine Mappe hervor. »Ich habe das hier all die Jahre aufbewahrt, in der Hoffnung, dass Sie eines Tages bereit sein würden.« In der Mappe war ein Foto und ein Brief, ein junger Mann mit Gitarre und sanftem Lächeln. Helena erkannte ihn sofort. »Nein, das kann nicht sein. Das war der Vater von Miguel und auch der Vater von Lukas.« Helena stockte der Atem. Sie wurden benutzt, Helena, diese Schwangerschaft war Teil eines Plans. Aber das Schicksal hat einen anderen Weg gewählt. Der Name, den sie nie vergaß, der Mann auf dem Foto war André, ein Musiker, ein Liebhaber aus einer anderen Zeit. Er war verschwunden, kurz nachdem sie ihm von der Schwangerschaft erzählen wollte, doch jetzt wusste sie, er hatte sie nicht verlassen. Man hatte ihn fortgeschickt, ihm alles verheimlicht, alles. Ein Brief lag bei: »Helena, wenn du das hier liest, hat jemand den Mut gehabt, dir die Wahrheit zu sagen. Ich habe dich gesucht, jeden Tag. Man sagte mir, du seist weggezogen, du wolltest nichts mehr von mir wissen. Ich wusste nicht, dass du schwanger warst. Ich wäre geblieben, wäre Vater gewesen, alles. Ich hoffe, wo auch immer du bist, du und unser Kind seid glücklich. André.« Helena konnte nicht mehr. Ihre Tränen flossen frei. Helena konnte die Zeilen kaum fassen. Dieser Brief veränderte alles. André hatte sie nicht verlassen, er war getäuscht worden, genauso wie sie. Alles hätte anders sein können. Ihr Leid, die Einsamkeit der ersten Jahre, war unnötig gewesen. Am nächsten Tag traf sie sich mit Daniel. »Ich muss ihn finden«, sagte sie entschlossen. Daniel nickte. »Ich weiß, wo er ist. Er ist nie weit weg gewesen. Er lebt zurückgezogen am Rand der Stadt, spielt Gitarre auf dem Markt. Man sagt, er ist ein stiller Mann, freundlich, aber mit gebrochenem Herzen.« Helena zögerte keinen Moment. Sie nahm Lukas an der Hand, stieg mit ihm in den Bus. Während der Fahrt dachte sie an alles, was sie durchgemacht hatte und an das, was vielleicht noch vor ihr lag. Sie stiegen auf einem kleinen Platz aus. Da saß er, auf einer Holzbank, das Gesicht zur Sonne, die Gitarre auf dem Schoß. Er spielte mit geschlossenen Augen, als würde er mit den Tönen beten. Als er die Augen öffnete, blieb die Zeit stehen. Er sah Helena. Ihre Augen trafen sich. Erst ein Moment, dann 2, dann eine Ewigkeit. »Helena?« flüsterte er und stand langsam auf, als hätte er Angst, sie könnte nur eine Erscheinung sein. Sie nickte, die Tränen in den Augen. Lukas hielt ihre Hand fest und blickte abwechselnd zwischen den beiden hin und her. »Ist er?« fragte André leise. »Ja«, sagte Helena. »Er ist unser Sohn.«
André fiel auf die Knie. Er weinte, lautlos, wie ein Mann, der jahrelang geschwiegen hatte. Ich hab euch verloren. Und jetzt, flüsterte er, unfähig, den Satz zu beenden. Helena trat einen Schritt näher, legte ihm eine Hand an die Wange. Wir haben Zeit verloren, ja. Aber vielleicht schenkt uns das Leben noch einen neuen Anfang. Sie fielen sich in die Arme. Ein langer, stiller, heilender Moment. Lukas sah zu und obwohl er nichts verstand, lächelte er. Als wüsste sein Herz längst, was seine Gedanken nicht begreifen konnten. Doch die Ruhe währte nicht lange. Ein paar Tage später klingelte bei Helena das Telefon, anonym. Die Stimme war rau, kalt, bedrohlich. Sie sollten besser aufhören, in der Vergangenheit zu graben, sonst bringen sie ihren Sohn in Gefahr. Ein Schock, aber Helena war nicht mehr allein und sie war nicht mehr dieselbe Frau wie früher. Mit Daniel und André ging sie zur Polizei. Gemeinsam legten sie alles offen, die Krankenakten, den Brief, die Aussagen. Der Fall wurde neu aufgerollt. Und der Drahtzieher? Kein geringerer als ein bekannter Politiker, der Vater von Miguel, der Mann, der alles in Bewegung gesetzt hatte. Der Fall schlug hohe Wellen. Die Medien berichteten über die unglaubliche Geschichte einer Mutter, die fast ihr Kind an ein korruptes System verloren hätte und dann die Wahrheit fand. Und die Liebe. Das Krankenhaus wurde geschlossen, der Politiker verhaftet. Daniel erhielt seinen alten Posten zurück und Helena fand ihren Frieden. Lukas hatte nun zwei Väter, den Mann, der immer für ihn da war, und den, der ihn nie vergessen hatte. In der letzten Szene dieser Geschichte sitzt die Familie gemeinsam im Garten. André zeigt Lukas, wie man eine Gitarre stimmt. Helena gießt die ersten Blumen. Sie blickt in den Himmel, blinzelt in die Sonne und flüstert: Danke für diesen Zettel, wer auch immer dich inspiriert hat. André nimmt ihre Hand. Das Leben schreibt seine Geschichten auf seltsame Weise, aber manchmal ist es ein kleiner Zettel in einem Kinderschuh, der uns eine zweite Chance schenkt. Jetzt bist du dran. Hast du schon einmal etwas scheinbar Zufälliges gefunden, das dein ganzes Leben verändert hat? Oder hattest du das Gefühl, dass das Schicksal dir eine zweite Chance gegeben hat, genau im richtigen Moment? Schreib uns in die Kommentare. Deine Geschichte könnte jemanden inspirieren. Thanks for watching.